Wann beginnt die Geschichte eines Landes? Darauf gibt es viele mögliche Antworten. Wir sind für die Beantwortung ganz zurückgegangen, hin zu dem Zeitpunkt, an dem in unserer Umgebung zum ersten Mal Landwirtschaft betrieben wurde. Das Land also nicht mehr nur von Jäger-Sammler-Gesellschaften durchstreift, sondern aktiv von Bauern gestaltet wurde. Dafür mussten wir sehr weit zurück in die Vergangenheit gehen, hin zum Beginn der Jungsteinzeit. Dies ist die erste Folge einer ganzen Serie von Videos über die Jungsteinzeit. Wenn ihr die anderen Folgen nicht verpassen wollt, abonniert bitte den Kanal. Im Graoletz-Museum in Eggenburg hat uns der ehemalige Direktor Johannes Thuser höchstpersönlich einen Überblick über die gesamte Jungsteinzeit in unserer Umgebung gegeben. Eine Ära, die sich über unglaubliche 3.500 Jahre erstreckt und vor rund 7.500 Jahren begonnen hat. Wie oft in der Archäologie spielen Scherben eine wichtige Rolle. Allgemein gab es gebrannte Keramik schon in der Altsteinzeit. Erste Befunde für gebrannte Gefäße tauchen bei uns aber erst deutlich später auf. Und die Idee dafür kam von weit her. Die erste Keramik bei uns in Niederösterreich kommt etwa so 5500 vor Christus vor. Eigentlich ist das Ganze ganz woanders erfunden worden, nämlich 10.000 Jahre vor Christus im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Dort werden neben der Keramik auch andere Dinge erfunden, wenn man so sagen will. Das bedeutet, dass man in der damaligen Zeit versucht hat, auch die Tiere erstens einmal zu zähmen, dann in weiterer Folge zu züchten. Da ist vor allem die Ziege und das Schaf zu nennen. Dann hat man natürlich das Gleiche auch mit Naturformen, also mit Urformen von Getreide gemacht. Und letztlich ist hier, dadurch, dass der Mensch jetzt das geschafft hat, dass er sich selbst ernähren kann, ohne dass er jetzt dauernd auf die Jagd gehen muss oder nur sammeln kann, dass er sesshaft wird. Das heißt, auch die ersten Häuser werden gebaut. Und diese Ideen kommen praktisch in einer Art Zangenbewegung bis nach Mitteleuropa und wird dann zumindest bei uns in Niederösterreich, manifestiert sich das dadurch, dass wir hier Langbauten haben, die groß sind, wo jetzt nicht nur gewohnt wird, dort wird auch gekocht. Da wird wahrscheinlich auch zum Teil das Vieh untergestellt. Es werden Brunnen gebaut, die Wälder werden gerodet und daraus wird fruchtbares Ackerland erzeugt. Wir haben bei uns in Österreich die ersten Bauern um etwa 5500 vor Christus. Und das ist eine Zeit, die die Archäologie, die Forschung als die bandkeramische Kultur bezeichnet. Warum Bandkeramik? Und da sieht man sehr schön, wenn man sich diese Gefäße zum Beispiel anschaut. Also wir haben hier eine Amphore, das ist also zum Aufhängen. Und hier sieht man, das sind so Bänder, die natürlich meandrieren können, die ganze Schleifen zeigen. Eine Besonderheit dieser Bandkeramik ist dann die sogenannte Notenkopfkeramik. Das sind diese Einstiche, die wir hier zum Beispiel auf diesem Originalobjekt sehen können. Etwa 10.000 vor Christus wird es wärmer hier bei uns. Das heißt, es verändert sich die Vegetation. Es verändert sich das Verhalten der Menschen. Sie haben nicht mehr dieses jagdbare Großwild wie in der Altsteinzeit. Die Bäume breiten sich aus, Urwälder breiten sich aus. Die Menschen müssen sich anpassen. Und als dann diese ganze jungsteinzeitliche Idee bei uns ankommt, dann müssen sie auch mit diesen Urwäldern umgehen können. Sie brauchen Holz, sie müssen diese Wälder fällen einmal und dann auch das richtige Werkzeug dafür haben, dass sie dieses Holz bearbeiten können. Und das sind dann vor allem so verschiedenartige Dechselformen, wo wir sehen, also die Oberfläche ist, die Oberseite ist also so oval mit vielleicht einem Grat, aber die Unterseite ist ganz flach. Das heißt, ich kann hier wie mit einem Dechsel arbeiten. Und die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Also diese schönen hier, dann gibt es auch noch so breite Dechsel. Aber die Form ist immer die gleiche. Es geht bis zu riesigen Objekten, wie dieses hier da, dieser Riesendechsel aus Brossidl, da im Waldviertel. Daneben gibt es natürlich
auch Gefäße, die gewisse anthropomorphe Dinge aufweisen, wie diese Hand da bei diesem Gefäß hier. Auch hier wieder diese Einritzungen, die eben uns zeigen, dass das also auch in der Bandkeramik, in der Linearbandkeramik hergestellt worden ist. Nach ungefähr 600 Jahren fand die linearbandkeramische Kultur ihr Ende. Was zu ihrem Niedergang geführt hat, ist noch nicht abschließend geklärt, aber es gibt verteilt in Europa einige gruselige Hinweise darauf. Auf die linearbandkeramische Kultur folgt jedenfalls die sogenannte Lengyel-Kultur, die sich in unserer Gegend in Mähren der Südwestslowakei, Westungarn und Kroatien entwickelt hat. Ja, wir stehen jetzt im Graulitz-Museum vor der Vitrine, wo die mittlere Jungsteinzeit ausgestellt wird. Die wird allgemein als Lengyel-Kultur oder das ist von einem Fund dort in Ungarn, respektive als bemalt-keramische Kultur angesprochen. Die entsteht mehr oder weniger aus einer Untergruppe der Bandkeramik, also aus dem Altneolithikum hervorgebracht. Das Spannende ist in diesem Fall, dass wir es wahrscheinlich mit einem Klimaoptimum zu tun haben. Klimaoptimum zeigt sich auch, wenn man hier im Museum steht, die vielen, vielen Fundorte. Und in fast jeder Ortschaft hier im Weinviertel und im östlichen Waldviertel gibt es Funde aus dieser Kulturepoche. Wenn wir uns dieses Fragment hier, diesen Tonscherben ansehen, dann sehen wir eindeutig Bemalungsreste. Also das Rot, dann hier dieses Gelbliche. Wenn wir uns dieses Gefäß hier anschauen, ist auch wieder Reste der Bemalung vorzufinden. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass in manchen Gegenden auch Einritzungen vorkommen, die aber viel feiner sind als in der vorhergegangenen bandkeramischen Kultur. Das ist eine Zeit, wo, wie gesagt, ein Klimaoptimum herrscht. Es sind gute Bedingungen da, dass man auch viele Leute ernähren kann mit der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft. Und es werden in dieser Zeit auch die ersten Monumentalbauten errichtet, die sogenannten Kreisgrabenanlagen. Mehr zu den mysteriösen Kreisgrabenanlagen wird sehr bald auf dem Fundstelle-Kanal in einem weiteren Teil dieser Serie geben. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Gebt uns ein Like, wenn euch unser Content gefällt und hinterlasst gerne auch einen Kommentar. Ja, eine Besonderheit in der Bemaltkeramik respektive in der Lengyel-Zeit sind ganz dünne Tongefäße. Wenn wir uns diesen Becher hier anschauen, also das ist, man könnte sagen, wie eine Eierschale, so dünn, ganz leicht, aber herrlich gearbeitet und hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Es gibt auch Objekte, die als Musikinstrumente angesprochen werden. Die Annahme ist eigentlich berechtigt, denn wenn man hier sieht, es ist ein Loch, es ist kein Boden da, sodass ich eine Flüssigkeit zum Beispiel aufbewahren kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze mit einem Fell oder einer Haut, einer Tierhaut bespanne und dann mit Riemen fixiere, dann habe ich sicherlich so eine Art Bongo oder so. Eine Besonderheit, die auch in dieser Zeit vorkommt, sind sogenannte Tonlöffel. Er kommt in verschiedenen Größen vor, hat in der Regel eine Tülle, wo man einen Stab einsetzen kann. Und der Auszug ist davon der Besonderheit. Der hat hier eine Einteilung, das heißt, der würde gerade stehen, wenn ich ihn aufsetze. Und es werden auch Äxte mit einer Schäftung gemacht. Dann gibt es natürlich Objekte, die als Keulen angesprochen werden. Sie ist konisch geformt, die Oberfläche schön poliert. Ich kann hier auch einen Stab einsetzen. Eine Keule kann einerseits eine Waffe sein, andererseits kann es auch ein Statussymbol sein. Die
Sicheleinsätze sind vielleicht auch eine Besonderheit. Da ist ein Glanz auf diesen feuersteinartigen, siliziumhaltigen Objekt. Und der entsteht durch die Flusssäure, wenn ich das Gras respektive das Getreide ernte. Ja, dann gibt es jetzt auch sehr schön ausgefertigte Pfeilspitzen, die oft auch einen Stielansatz haben. Ab dieser Zeitstufe werden vermehrt auch nicht ortsansässige Mineralien verwendet. Ich habe hier so eine kleine Obsidianklinge. Obsidian ist ein vulkanisches Gestein und das gibt es also hier bei uns nicht, aber im benachbarten Ungarn, respektive in der Slowakei. Diese Beilgrößen können auch in dieser Zeit variieren. Hier haben wir ein Beil aus Burg Schleinitz oder hier auch eine typische Form dieser Lengyel-Zeit. Das ist ein Fußgefäß, also man sieht hier den Standfuß, der ist hohl und der Gefäßkörper geht dann weit ausladend nach oben, wahrscheinlich als Trinkgefäß in Verwendung gestanden. Charakteristisch für die mittlere Jungsteinzeit, also die Lengyel oder auch bandkeramische Kultur, sind auch Figurinen aus Ton. Es handelt sich dabei um menschliche Figuren. In der Regel sind es weibliche Figuren, weil man in vielen Fällen Ansätze von Brüsten vorfindet. Und es gibt auch Tierfiguren. Diese Figurinen, vor allem diese weiblichen Figurinen, werden oft als Venus angesprochen, aber das ist eine alte Bezeichnung, die sich auch bis heute halt tradiert hat. Die berühmteste ist diese Frauenfigur von Falkenstein. Fast allen ist gemeint, dass sie zerbrochen sind. Also welchen Grund oder welche Verwendung sie gehabt haben, wissen wir nicht. Oder beginnt beim Kinderspielzeug und geht bis zu einer kultischen Figur, die nach Gebrauch oder nachdem die rituelle Handlung abgeschlossen war, absichtlich zerbrochen worden ist und dann in Abfallgruben deponiert. Um 4300 v. Chr. findet auch die Lengyel-Kultur ihr Ende. Kriegerische Auseinandersetzungen beginnen, unruhige Zeiten brechen an, das Rad als Transportmittel kommt in unsere Gegend, ebenso wie das Wissen um die Gewinnung und Verhüttung von Kupfer. Ja, wir stehen jetzt vor der Vitrine, die dem späten Neolithikum, der späten Jungsteinzeit gewidmet ist. In etwa 4300 v. Chr. beginnt es. Und das Ende ist unterschiedlich, aber man kann sagen so um 2000 v. Chr. Charakteristisch ist Folgendes in dieser Zeit, dass wir hier große Umwälzungen haben. Das heißt, hier kommen neue Bevölkerungskreise in unseren Raum, die Siedlungen werden kleiner und sie befinden sich oft in Höhenlage und sind mit einer Grabenwallanlage umgeben. Also das bedeutet, dass es unruhige Zeiten waren. Dazu kommt auch noch die Bewaffnung. Es werden jetzt vermehrt Steinäxte gemacht. Diese Axt zum Beispiel, solche Äxte hier. In dieser Zeit beginnt man auch einen neuen Werkstoff zu verwenden und das ist das Kupfer. Das Kupfer hat ganz charakteristische Eigenschaften, ist hart und spröde und es ist sehr schlecht einzuschmelzen, weil es einen hohen Schmelzpunkt hat. Diesen Kupferäxten nachempfunden sind dann oft Steingeräte. Auch diese Form hier zeigt uns ganz eindeutig, dass man hier Metallobjekte nachzumachen versuchte. Warum mache ich Kupfergegenstände in Stein nach? Und das kann den Grund dahingehend haben, dass mir das Material nicht zugänglich ist. Also, dass ich nicht an diesen Handelsrouten, wo dieses Metall verhandelt wird, lebe, es aber kenne vom Anschauen her, vielleicht sogar mal selbst in der Hand gehabt und ich möchte auch so ein Objekt haben. Und dann muss ich mir das aus einem anderen Material anfertigen. Ja, dass diese Zeiten unruhig waren, zeigt auch
die Vielzahl an Pfeilspitzen, die wir hier in unserem Raum vorfinden. Hier wurde ein Original nachgeschäftet, also mit dem Pfeilschaft und mit dem Birkenpech. Die Keramikformen verändern sich in der späten Jungsteinzeit am Übergang zur Kupferzeit. Wir sehen also hier eine sehr schöne Henkeltasse. Und dann gibt es auch Besonderheiten wie diese Steinplatten hier mit den 4 Durchlochungen. Die werden immer angesprochen als Armschutzplatten. Also die konnte man am Unterarm befestigen mit Lederriemen und wenn die Pfeilsehne ausschlägt, dann hat man sie nicht verletzt. Und am Ende von dieser Zeitperiode, also wir befinden uns jetzt ungefähr 2200 vor Christus, 2000 vor Christus, wird ein ganz neuer Werkstoff eingeführt, der eigentlich alles revolutioniert. Und das ist die Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Und das manifestiert sich auch in der sozialen Struktur der damaligen Menschen wieder. Denn um so eine Metalllegierung herzustellen, brauche ich differenzierte Berufszweige, die sich nicht mehr selbst ernähren können, die ernährt werden müssen. Und das manifestiert sich auch in den Gräbern. Es gibt arme Gräber, die kaum Beigaben oder Trachtbestandteile haben. Es gibt welche, die ein bisschen was haben und dann ganz reiche Gräber. Mit der Kupferzeit endet die Ära, die als Jungsteinzeit bezeichnet wird und läutet dann die Bronzezeit ein. Was uns sehr erstaunt ist, die Tatsache, dass schon vor rund 7500 Jahren und für die gesamte Epoche der Jungsteinzeit reger Handel über große Distanzen stattfand. Ab der Jungsteinzeit können wir einen intensiven Handel in Europa von Rohmaterialien nachweisen. Und das beginnt mit diesen Knollen aus nordischem Flint. Also das ist ein Feuerstein, der eben an der Ostsee zum Beispiel vorkommt. Daneben gibt es natürlich auch Dinge, die aus dem Süden kommen, aus dem Mittelmeerraum. Und da ist vor allem diese Spondylus-Muscheln. Sie wird verarbeitet vor allem zu Perlen, wie wir hier aus Meigen ein Exemplar im Museum haben. Aus Krumlovský les sind diese Materialien, die dort auch in Bergwerken abgebaut worden sind. Hier handelt es sich auch um eine Klinge mit gezähnter Schneide. Und das Weiteste, das sind fast 1000 Kilometer Luftlinie, sind diese Jadeit-Beilchen, die stammen vom Monte Viso. Das ist dort, wo der Po entspringt. Und sind bei uns hier im Waldviertel gefunden worden. Das aus Bruck, das ist da hier im Horner Bezirk. Und dieses Bruchstück ist aus Kamek, aus einer Kreisgrabenanlage, die Kollege Trinker untersucht hat. Also man sieht, diese Materialien wurden verwendet, wie gesagt, in der späten Jungsteinzeit schon in Bergwerksabbauten, die man in Krumlovský les als auch in Bayern sehr schön feststellen kann, eben wie schon bei uns auch in Wien, in Mauer, die Radiolarit-Bergwerke. Während der verschiedenen Fundstellenexpeditionen haben wir uns die Gegend der Hornstein- und Radiolarit-Abbaugebiete im tschechischen Krumlovský les und der Antonshöhe in Wien selbst angesehen. Diese Jahrtausende alten Spuren menschlicher Tätigkeiten mit eigenen Augen zu sehen, ist einigermaßen faszinierend. Und man bekommt eine Idee davon, wie mühselig diese Arbeit gewesen ist, die in der Folge weitere Erkenntnisse brachte und die Menschen unverweigerlich vorantrieb auf ihrem Weg hin zum sogenannten technischen Fortschritt. Ja, wir sehen also, in der Jungsteinzeit war der Handel groß geschrieben, vor allem mit Rohmaterialien, aber möglicherweise auch mit Fertigprodukten wie diesen Plattensilex, Sicheln. Und wir sehen, dass die Menschheit immer schon Handel betrieben hat und dass der Handel einer der Motoren der Entwicklung in der Menschheitsgeschichte ist.
Das Graulitz-Museum ist in jedem Fall einen Besuch wert. Neben Archäologie gibt es Ausstellungen zur Stadtgeschichte Eggenburgs, Fossilien, Mineralien, ein Ziegelmuseum, eine Uhrensammlung, Sonderausstellungen und vieles mehr. Den Link zur Website findet ihr unten in der Beschreibung. Habt ihr schon den Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke geklickt, damit ihr sofort erfahrt, wenn ein neues Video erscheint? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der Welt unter der Oberfläche.